Fisch, 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 Fisch. Aber er zählt nicht. Ich fasse es nicht. Guck dir den Kerl an. Da hat er sogar die richtigen Antworten für sich selbst schon aufgeschrieben. Also abgehakt. Ja, ich lasse mich ja nicht verarschen von dir. Abgehakt. Hat er den. Als wenn unser Bewegtbild lügen würde. Mein lieber Andi Breker. Herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge auf dem Hecht und Barsch Kanal. Heute mit Andi Breker. Wir haben nämlich ein brandneues Format für euch und das heißt Beat the Champ. Worum es da geht, das erfahrt ihr im Laufe dieser Sendung. Und wir waren gestern schon mal ein bisschen Testfischen und ich würde sagen, Andi, wie war's? Was soll ich sagen? Enrico nach 5 Würfen den ersten Fisch. Ich dann noch eine richtige Granate von Zander nachgelegt. Wenn es so weitergeht, dann wird super. Ja. Genau, dann wird es eine spannende Folge. Also euch viel Spaß beim Zusehen, ob es so weitergeht, was passiert und ob überhaupt was passiert, das seht ihr natürlich in dieser Folge. Bis dann. Bei Beat the Champ wird der amtierende YPC-Gewinner Enrico stets von einem Top-Angler aus der Raubfischszene zu einem freundschaftlichen Kräftemessen herausgefordert. Das Duell dauert 3 Tage, zu jedem Angeltag zeigen wir euch eine Sendung. An Tag 1 gibt es einen Punkt für den größten Fisch und einen Punkt für die meisten maßigen Fische. An Tag 2 gibt es für den Gewinner jeder Kategorie 2 Punkte und an Tag 3 jeweils 3 Zähler. Es sind also insgesamt 12 Punkte zu vergeben. Bei Gleichstand gewinnt derjenige mit dem größten Fisch aller 3 Angeltage. Im Duell zwischen Enrico und Andi wird 3 Tage vom Boot geangelt, der Zielfisch ist der Hecht. Das hier ist auf jeden Fall gut zum Anritzen der Schnüre, wenn man einen ernstzunehmenden Gegner hat. Deswegen brauche ich das bei Andi nicht machen. Jeden Tag haben die beiden Angler etwas andere Voraussetzungen. An Tag 1 dürfen sie lediglich mit Gummiködern angeln. Blech und Hardbait sind verboten. Die ersten 4 Stunden wird bei wechselndem Platzwahlrecht frei geangelt. Dann erfolgt das erste von 2 Minigames, bei dem sich die Kontrahenten durch Wissen und Geschick Vorteile für den weiteren Verlauf des Angeltages erspielen können. Tag 1 der Challenge. Ich habe gehört, wir dürfen heute nur Gummifische angeln. Das bedeutet, ich fange an mit meinem alten Bekannten, dem kleinen Bleakshad, der gestern schon wirklich nach ganz kurzer Zeit zum Erfolg geführt hat. Ich hoffe natürlich, dass es heute genauso bleibt. 2 Stunden gibt Andi die Stellen vor und 2 Stunden ich. Es sieht ja eigentlich aus wie irgendwo im Nirgendwo. Ob das tatsächlich zum Fisch führt, ich wage es zu bezweifeln. Abfahrt. Andi, wollen wir loslegen? Wir können loslegen. Petri. Petri, hi. Nur die Gücken. Ich bin noch mit kleineren Fischen zufrieden. Ich habe mich für eine sehr natürliche Farbe entschieden. Wir haben glasklares Wasser. So mittelgroß, kannst du alles mitfangen. Wollen wir mal sehen. Scheppert gleich, gut Futterfisch drauf. Was ich mir jetzt hier erhoffe, ist schnell einen großen Fisch zu fangen, um damit die Größe für den Tag zu gewinnen. Und danach kann man dann mal eher in flacheren Gefilden gucken, ob man nicht ein paar kleinere fängt und dann mal ein bisschen auf Masse und geht. Aber mit Enrico habe ich natürlich einen harten Gegner. Vor allen Dingen einen sehr erfahrenen Wettkampfangler. Für mich ist das tatsächlich der erste Wettkampf, den ich hier fische. Hechte sind hier Gott sei Dank dann das Hauptthema. Also ich schätze Enrico natürlich sehr stark ein. Erst recht nach der Performance, die er da gestern Abend geliefert hat, nach 5 Minuten den ersten ans Band zu kriegen, seiner Zupfeltechnik. Ich bin gespannt, was es gibt. Andi hat schon gesagt und es wird auch häufig belächelt, meine Zupfeltechnik. Aber ich glaube, dass diese kleineren bis mittelgroßen Köder, ich sage mal so alles bis 15 cm, doch schon relativ viel auch fangen können. Deswegen zupfe ich halt diesen kleinen Köder immer so mit leichten oder teilweise auch sehr aggressiven Zupfbewegungen hier durchs Mittelwasser. Zum Hechtangeln und Andi brauche ich eigentlich nichts sagen, weil der Typ ist ein sehr guter Hechtangler.
Ich fasse es nicht. Wir angeln jetzt seit 10 Minuten hier. Direkt vom Boot, massiver Einschlag. Man sieht, der Köder war vorher neu. War auch kurz drauf. Hier hinten zerhackt. Aber wir sind anscheinend an der richtigen Stelle. Weitermachen. Fuck it! Enrico, was sagst du? Ich bin einerseits traurig, dass er nicht hängen geblieben ist, weil ich natürlich auch gerne Fische sehe und ich mich immer auch freue, wenn andere Leute was fangen. Aber ich bin noch ein bisschen erleichtert. Was soll ich sagen? Aber es ist zumindest sehr gut, dass wir ja, offensichtlich in den richtigen Gewässertiefen bzw. in den richtigen Gewässerflächen unterwegs sind. Bei so einem riesen Wasser, da weiß man immer gar nicht, wo man anfangen soll. Ja, nächster Fisch, 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 Fisch. Boah, was ein Biss. Leck mich im Arsch. Ein Zander, ich fasse es nicht. Es ist schon wieder ein Zander, Freunde. Nicht ganz so groß wie der gestern, aber es ist schon wieder ein Zander. Ja, aber angucken tun wir uns den auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Mega Fisch. Nicht der Zielfisch. Was hat er, Enrico? Ich denke so 80, knappe 80. Ja. Und wir halten ihn mal einmal schnell an das Geld und dann wieder rein. Oh. Ja, 83. Tatsächlich. Ja. 82. Wahnsinn. Hammer, auch wenn er nicht zählt. Ja, der hat es eilig gehabt. Aber weiter geht's. Tada! Leute, die mich kennen, wissen es. Geheimwaffe, ein weißes Lein. Jetzt hat Enrico keine Chance mehr. Wenn das wirklich viel besser sein sollte. Oh, ja, ist es. Ich muss sagen, er sieht schon ein bisschen geil aus. Ja. Das ist schon scheiße irgendwie gerade. Hol schon mal den Kescher. Das fühlt sich kacke an. Doch. Ja, die Sonne ist jetzt rausgekommen, die Wolken sind weggegangen. Ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von Motoröl, muss ich ehrlich zugeben, weil ich diese Farbe einfach ekelhaft finde. Aber bei Sonne hat es sich leider im klaren Wasser oftmals gezeigt, dass die da sehr gut funktioniert. Gerade hatte ich was sehr Natürliches dran, als so ein bisschen so eine Wolkenmix war. Jetzt versuche ich es mal mit Motoröl. Auch ein bisschen anderen Köderlauf. Ich habe jetzt hier den Gobi-Chat dran gemacht, der hat ein bisschen mehr rollende Action. Mal gucken. Ich muss schon sagen, es sah ziemlich geil aus, als er eben diesen Motorölköder durchs Wasser gezogen hat mit dem Sonnenschein. Dann glitzerte das so. War schon nicht so schlecht. Aber ich muss ihm beipflichten, ich bin auch kein Motoröl-Fan. Trotzdem habe ich mir eben auch schon einen Motorölköder rausgelegt. Ich halte aber erstmal an meiner Zupftaktik fest oder Technik fest. Das freut mich sehr übrigens, dass du daran festhältst. Also solange er mich jetzt hier nicht mit den großen Ködern niedermacht, bleibe ich erstmal dabei. Ich hoffe wirklich noch, dass ich aber mal den ersten Kontakt nun irgendwann bekomme. Gut, du hast es nicht anders gewollt. Go big or go home, Enrico. Jetzt sind wir einer Meinung. Jetzt fühle ich mich fast zu klein hier. Ja, ein paar Würfe muss ich dem geben. Dafür ist er einfach zu gut, auch jetzt bei dem Wetter. Ja, ich mache mir tatsächlich gerade ein bisschen Sorge. Da könnte er schon kommen. Ja, ich meine, wir haben hier 11 Meter Tiefe und kristallklares Wasser. Für den Köder kommt er auch, wenn er auf dem Boden schläft, hoch. Muss ich da vielleicht gleich auch nochmal so ein 40er Aal ranhängen. Geht? Ja, geht. Komm, ich mach das.
Komm schon. Ja, und hoch damit. Hart erkämpft in der Welle. Petri! Okay. So. Der Plan ist ein Stück weit aufgegangen. Nicht die Größe, die man hier im Freiwasser erwartet hat, aber der erste Hecht, der kleben geblieben ist. Klein, ja gut, was heißt klein? Wunderschön gezeichneter Fisch. Ja. Keine Macke. Und das ist der erste, maßig. Wollen wir mal gucken, wie lang er ist. Vorne liegt er an. Was hat er? 76? 76, ja. Wenn er über 75 ist, dann hast du den nächsten Zentimeter. 76. 76. Toller Fisch. Toller Fisch. Gebissen auf die River Roach. Der Sonderfarbe Motor Oil. Da dieser Hecht das Mindestmaß von 50 cm deutlich überschreitet, geht Andi logischerweise mit 2:0 in Führung. Denn er hat aktuell den größten und die meisten Hechte auf seiner Seite. Erste Hecht im Boot, Zielfisch. Ich dachte schon, gibt nur Zander hier. Man merkt dann doch, dass schon ein bisschen Frühlingsrichtung ist. Mir ist ordentlich warm geworden. Hatte ich verpackt. Ich ein Zehntel weniger oder sagen wir mal 50% weniger warm verpackt. Die Thermoboots, übrigens auch bei minus 20 Grad angeln könntet, weil die so warm sind, kommen auch weg. Enrico, weißt du, was unfair ist? Wenn ich später die dran baue und werfe. Dann wird es unfair. Das gebe ich zu. Guck dir das Ding mal an. Da würdest du auch anbeißen. Nee. Verwöhnt die Italiener. Aber so wie er gestern für uns gekocht hat, kann er verwöhnt sein, muss ich zugeben. Ich beiß nur in Salsiccia und Nudeln. Das haben wir gestern gelernt. Das heißt, Italienische schmeckt gut. Ja, reicht die eine Wolke, dass man Motor Oil wieder abbaut? Ja, dieser Hammer-Effekt ist direkt weg, ne, von dem Köder. Ja. Ist halt einfach dann ein brauner Köder im Wasser. Ja, wobei, das ist ja schon sehr UV-aktiv. Ne? Ja. Ich habe jetzt hier die neue SG4-Serie als Route, die Big Bait Specialist. Die ist 2,59 lang, hat 110 bis 220 Gramm Wurfgewicht. So schwer sind die Köder, die ich hier gerade aktuell werfe, gar nicht. Aber die kann halt auch mehr, wenn ich gleich mal richtig was Großes dranhänge. So eine 36er Burbot oder so habe ich noch im Sinn. Und die ist kombiniert mit einer Komodo SS, mit der mittleren Größe in dem Fall. Damit erreiche ich mit dem Rückenwind vor allem unfassbare Wurfweiten. Also weiter würde ich hier mit einer Stationärrolle definitiv auch nicht kommen. Ich habe noch eine etwas härtere Version davon mit, die nur 2,40 lang ist. Die Swimbait Specialist. Die werde ich dann wahrscheinlich morgen, wenn wir dann den Hardbait-Tag haben und ein paar große Jerks oder Hybridköder oder so fliegen müssen. Oder ein dicker Spinnerbait, dann werde ich die wahrscheinlich mal in Einsatz bringen. Für heute, ja, was soll ich sagen? 2 Fische gefangen, einen Biss, bin ich mit dem Setup sehr zufrieden. Wenngleich ich auch noch ein paar andere Routen mit habe. Und das nächste Loch wäre wo? Das kleine da. Genau. Ich übergebe Enrico das Zepter. Das passiert mit meinem Boot äußerst selten. Vielen Dank. Bitte schön. Für dich ist jetzt erstmal Sendepause. 2 Stunden sind vorbei, das heißt, ab jetzt bestimme ich die Plätze. Ich werde aber in der gleichen Drift bleiben, weil das hier mit diesen Übergängen von flach zu tief schon eigentlich, glaube ich, die beste Option ist im Moment. Ich denke schon, dass das hier für einen etwas größeren Fisch doch mehr Sinn macht. Also wir gucken es mal vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde noch ein bisschen tiefer und dann werde ich doch versuchen, vielleicht mal flacher zu gehen und zu gucken, ob ich über den Krautwiesen zumindest 2, 3 kleinere Fische fangen kann, dass ich zumindest eine Stückzahl habe, die Andi vielleicht dann oder hoffentlich noch nicht hat. Mal sehen. Es bleibt spannend. Ein Fisch ist kein Fisch. Aber jetzt die ganze Zeit Big Baits geschmissen. Auf Dauer nicht den Erfolg gebracht und auch ein bisschen anstrengend. Jetzt mache ich mal die Enrico-Zupfeltechnik. Wehe! Mit einem etwas größeren Köder allerdings. Herring Shad.
Ja, mit dem Wellengang ist es hier wirklich kein Kindergarten. Relativ langgezogene Wellen, aber das ist eigentlich Großfischwetter. Letzter Wurf in meiner Zeit. Ich hoffe natürlich, dass jetzt noch eine richtige Maschine einsteigt bei mir. Und da ist er. Tja, auch ich bin am Boot angekommen und naja, das war's. Ich muss sagen, ich bin ja froh, dass es so knapp ist. Es hätte auch durchaus schlimmer ausgehen können. Ich habe nämlich gehört, wir müssen gleich uns auf irgendeine Videobotschaft von Toni vorbereiten, was auch immer das sein mag. Die ersten 4 Stunden sind geangelt. Es ist Zeit für das erste Minigame, um die Sache ein bisschen aufzupeppen. Das erste Minigame heißt maximales Fischalter. Euch werden jetzt hintereinander Fischarten genannt und ihr müsst schätzen, wie hoch die Lebenserwartung dieser Fischarten maximal ist. Und wer näher dran ist, bekommt einen Punkt. Sind beide gleich weit weg, zum Beispiel 5 Jahre Differenz zur Lösung beide, egal aus welcher Richtung, dann kriegen beide einen Punkt. Und wer zuerst 3 Punkte hat, der gewinnt das Spiel maximales Fischalter. Das Ganze hat auch einen Sinn, beziehungsweise es gibt eine Belohnung beziehungsweise Bestrafung. Und zwar darf der Gewinner im Anschluss an das Spiel entscheiden, ob der Verlierer die nächsten 2 Stunden entweder nur mit Gummifischen unter 12 cm angeln darf oder Gummiköder 22 cm oder größer angeln darf. Okay, A. Ja. Hecht. Mal umdrehen bitte. 25. 15. Ja. Richtige Antwort ist 30 Jahre, also Echt? ein Punkt für Andi. 30 Jahre? Wie sonst sollen die manchmal 1,40 Meter werden? Die wachsen ab 1,10 Meter nur noch 2 Zentimeter pro Jahr. Ja, 1,40 Meter, da hätte ich gedacht vielleicht 20. Ich habe auch erst 20 geschrieben. Hätte auch nicht geholfen. Das stimmt, Herr Breker. Dieser Punkt geht an dich. Eine europäische Wels. Stopp. 80 Jahre ist die richtige Antwort. 80? Was hast du aufgeschrieben? 40? Ich habe 45 aufgeschrieben. Ja, der Punkt geht auch an dich. Beim Wels hätte ich 80, nie also. gedacht 80. Ich wollte erst 50 schreiben, aber habe gedacht, du machst eh weniger als 45 und habe deswegen 45 genommen. Aha. Ja, ich bin nicht so ein Hochstapler wie du. Das mag daran liegen, aber sollte es vielleicht mal. Okay. C. Der Flussbarsch. Auf den Kopf, Herr Di Ventura. Hat er da geschrieben? 22? Ja, mit Barschen kennt er sich aus. Also 2:1. Gut, dann haben wir noch D. Den Rapfen. Null Ab jetzt. Ahnung. Ja, 19. dann geht der Punkt an Andi. 11 ist die richtige Antwort. 11 Jahre nur. Ach, verrückt. Dann habe ich verloren. Dann hast du verloren. Ja. Ja schön, jetzt muss ich mir überlegen, welche Ködergröße ich dich fischen lasse. Also für mir ist das total egal. Ich angel. Also Ich würde tatsächlich dich auf den unter 12 Zentimetern lassen. echt, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Das weiß ich nicht, weil es Ich heute. weiß auch nicht, ob ich die... Ich meine, du hast gestern auf den Köder direkt einen schönen Hecht gefangen. Damit hättest du auf jeden Fall den größten Sieg für heute noch, wenn du so einen fängst. Bisher. Mal sehen, mal sehen. Schön. Dann let's weiter go. geht's.
Also, bist du bereit, Enrico? Ich wäre bereit, Andi, ja. Auf los geht's los. Wow, der Döbel ist aber auch geil. Ja, der ist auch gut, das stimmt. Ein bisschen ärgert es mich jetzt schon. Also ich hatte eben den ersten Kontakt des Tages. Es ist hier eine schöne Flachwasserbucht und Strecke. Ja, und so, weiß ich nicht, 3-4 Meter vorm Boot kriege ich einen schönen satten Biss und leider hängt er nicht. Sowas ärgert natürlich einen. Ne? Also, Ich ärgere mich auch sehr. ja, ich weiß, Andi ärgert sich auch, hat er gesagt. Irgendwo hier hat er auf jeden Fall. Ja klar, hier sieht man die eine Bissspur. Egal, ich denke gar nicht drüber nach. Ich angel einfach weiter. Alles in Ordnung. Mit dem Fisch. Dann gucken wir mal. So, das zweite Minigame steht auf dem Programm. Ihr habt jetzt wieder 2 Stunden geangelt und deswegen brauchen wir das nächste kleine Battle. Das heißt, wer weiß mehr? Ich erkläre es euch ganz kurz. Wir nennen eine Kategorie und dann habt ihr abwechselnd immer 10 Sekunden Zeit, einen Begriff aus dieser Kategorie zu nennen. Im ersten Durchgang wird der Herausforderer Andi beginnen. Man hat immer 10 Sekunden Zeit, um eine richtige Antwort zu geben. Wer keine mehr weiß oder aber eine falsche Antwort gibt, hat verloren. Dann kriegt der andere einen Punkt. Und wer 2 Kategorien für sich entscheidet, der gewinnt. Wer weiß mehr. Auch hier gibt es wieder eine Belohnung. Und zwar darf der Gewinner unseren Kameramann Tim in sein Team holen. Und der angelt bis zum Ende des Angeltages für den Gewinner mit. Also jeden Fisch, den der fängt, der geht mit aufs Konto des Gewinners. Einzige Voraussetzung ist, man muss ihn komplett mit Tackle einkleiden. Tim ist kein sehr schlechter Angler. Vielleicht ist er das entscheidende Zünglein an der Waage am heutigen Tag. Ich bin gespannt. Das hört sich... Ich kann sowas nicht. Ja. Ich bin sehr nervös. Wirklich, ich bin total aufgeregt. Kategorie 1. Flüsse mit einer Fließstrecke über 200 Kilometer in Deutschland. Ich fange an mit dem Rhein, Weser, der Main, Elbe, die Ruhr, Ems, die Isar, Donau, Ja. die Lippe, Ja. die Jetzt. yes! Also geht der erste Punkt an Andi. Na toll. Muss, Fange ich jetzt an? ich denke mal ja, ne? Wäre ja nur Fängst fair. jetzt an, ja. Kategorie 2. Deutsche Städte, in denen regelmäßig eine reine Angelmesse oder eine Messe mit Angelbereich stattfindet. Ach, dieses bisschen. Friedrichshafen, Duisburg, Dortmund, Düsseldorf, Lingen, Kassel. Punkt für Enrico. Die entscheidende Kategorie jetzt. Jetzt fängst ja du wieder an. Das setzt mich unter Druck. Ach Gott Andi, bist du aufgeregt? Ich bin aufgeregt. Ja, ich auch, ja. So, Kategorie 3. In Deutschland lebende Raubfischarten, die im Süßwasser vorkommen. Andi beginnt. ich nehme den Barsch, Dann nehme ich den Zander, Hecht, den Rapfen, Wels. Kaulbarsch, Ist das ein Raubfisch?
Okay, die Bachforelle. Die Regenbogenforelle. Den Bachsaibling. Seeforelle. Ja, jetzt wird schon enger. Der Seesaibling. Ja, Der Huchen. ja. Döbel. Ja. Dann sage ich Wolgazander. Gibt's diese Jetzt. Zingler, diese Zander? Gibt's die auch in der Donau in Deutschland? Ja, Zingler heißt der. Single. Zingel, den meine ich. Der Tim ist dein. Der Tim ist mein. Gut. Abfahrt. Zingler. Freut mich, dass ich für dich angeln darf. Ja, ich freu Und mich auch. erstmal. Du freust dich auch? Nein. Ja, liebe Zuseher. Ich hatte mir doch ein bisschen mehr erhofft. Ich habe gerade schon zu Andi gesagt, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass in den ersten 10 Würfen zu dritt, also in den ersten 30 Würfen insgesamt, auf jeden Fall ein Fisch an Bord kommt. Ich glaube, wir haben jetzt jeder 30 gemacht. Kein großer. Aber ich bin gleich schon da. Maß hat er. Geil! Der hat 65, ist er drüber, dann hat er 66, hast du gesagt, Enrico, oder? Ja. Dann hat er 66. Hab mich selten so über einen 66er Hecht gefreut, muss ich sagen. Sehr schön, Petri. Petri, Dank. Schön. Oh Mann, Enrico. Ich freue mich ja für Andi, alles cool, aber das ist, ich verstehe es einfach nicht. Andis zweiter maßiger Hecht. Er baut seine Führung bei der Anzahl der Fische aus, seine Fischgröße verbessert er mit diesem Hecht jedoch nicht. Kann Team Enrico zumindest noch einen Punkt holen? Nimm mal die Geh außen rum, geh außen rum. Komm rüber, sehr gut. Himmel, Junge, geil. Super geil. So kann's gehen. Was soll ich dazu sagen, Freunde? Der letzte Wurf. Der wirklich Ey, wirklich, ich hab gesagt, der letzte Wurf. Das wird ein knappes Ding, ob der 76 Ganz hat oder knappes nicht. Ding, definitiv. Der hat mehr als 76 Jahre. Irgendeiner muss Enrico ja den Arsch lecken. Ja, das ist heute tatsächlich so. Ja. Der scheiß kleine Quickset, ey. Ich glaube doch. Der hat 81 hat er, oder? Das ist ein geiler Fisch, Tim. Nice. Das ist ein richtig geiler Fisch. Ja, dann mal messen. Ja, dieser, der hat 81. Der 82 sogar. 82. Ja. Unglaublich! Mit dem allerletzten Wurf fängt Tim einen 82er Hecht und schnappt Andi damit den Punkt für den größten Fisch des Tages vor der Nase weg. Es geht also mit einem Unentschieden in Wettkampftag 2. Ich gönn's dir ja. Dann bleibt es wenigstens spannend für morgen. Also, liebe Freunde, ich muss mich natürlich für
die geile Leistung bei Tim bedanken. Tim hat es halt echt am Ende rausgerissen. Leute, ein verrückter Tag und eine verrückte Folge geht zu Ende. Ich bin sehr happy, mit dir heute gefischt zu haben, auch wenn ich ziemlich alt ausgesehen habe und Tim mich aus dem Schlamassel retten musste. Aber alles in allem doch ein ganz cooler Tag. Freut euch schon mal auf die zweite Folge, denn da geht's nicht mit Gummifisch auf Hecht, sondern mit anderen Ködern, und um welche es da geht und was wir alles angeln dürfen oder was wir alles nicht angeln dürfen, das seht ihr in der zweiten Folge. Natürlich bitte fleißig abonnieren, schreibt eure Kommentare auf jeden Fall hier unter das Video. 100.000 Abonnenten sind das Ziel, also fleißig abonnieren, und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder mit Andy Breker und Savage Gear. Bis dann, wir sind raus. Und dann ohne Tim als dein Joker. Bis dann, Leute. Ciao. Bis dann.